Das wird ein schweres Stück. Wir sind in Pakistan, ein riesiges Land. Etwa so gross wie Frankreich und Deutschland zusammen. 240 Millionen Einwohner. Über 20'000 Ziegeleien gibt es hier. Und etwa 4,5 Millionen Menschen krampfen dann. Und zwar zu Tageslöhnen, wo man sich bei uns nicht einmal einen Kaffee leisten kann. Ein grosser Teil sind Christen. Sie gehören zu den Ärmsten im Land. Sie werden gesellschaftlich ausgegrenzt, religiös diskriminiert und sind darum einfach auszubeuten. Und viele von ihnen landen in der Schuldknechtschaft. Schuldknechtschaft ist, wenn Menschen in einer modernen Sklaverei leben, weil sie hoch verschuldet sind und nicht mehr daraus herauskommen. Das ist Selina, unsere Projektmanagerin für Pakistan. Sie kennt die Bedingungen vor Ort sehr gut und weiss, wie die Menschen in diese Situationen kommen. Man kann drinnen geboren werden, man kann es von den Eltern übertragen bekommen, die Schulden, wenn die Eltern versterben. Man kann drinnen kommen, wenn man grosse, ungeplante, unvorhergesehene Ausgaben hat und plötzlich muss beim Besitzer viel Geld auslehnen und der dann höhere Beträge aufschreibt, als du eigentlich ausgelehnt bekommen hast und du gar nicht mehr zurückzahlen kannst. In so einer Schuldknechtschaft kann man ganz schnell reinkommen. Zum Beispiel durch einen medizinischen Notfall. Und dann gibt es andere Aspekte, die drin spielen und die sich gegenseitig verstärken. Zum Beispiel Hungerslöhne oder Korruption. Es ist fast unmöglich, aus eigener Kraft aus dem herauszukommen. Die Familien leben wie Sklaven auf diesen Ziegeleien. Sie haben häufig keinen Zugang zur Bildung und dürfen teilweise das Gelände nicht verlassen. Sie können also nicht einmal eine christliche Gemeinde besuchen. Ganze Familien mit Kindern, kleinen Kindern, die am Arbeiten sind und die machen das selbstverständlich. Die kennen gar nicht anders. Die spielen nicht, sondern den ganzen Tag Ziegel drehen und das ist extrem beeindruckend, also negativ beeindruckend zu sehen, in was für einer Welt die Kinder aufwachsen. Die Muda ist wie ein Gefängnis, aber sie ist nicht unzerstörbar. Wir sagen «Break the bricks». Wir machen einen Tisch und ermöglichen einen Neuanfang. Wir eruieren ganz gut, welche Familien am dringendsten Hilfe brauchen. Das heisst Waisen, Witwen und ganz Kranke. Wir treffen Abklärungen, dass man die befreien kann. Das heisst Schulden zurückzahlen und sie in ein Leben begleiten, wo sie finanziell unabhängig werden können. Genau. Wir kaufen die Familie nicht nur freikaufen, sondern wir geben ein neues Fundament. Wir geben eine neue Zukunftsperspektive und sie begleiten. Etwas, was wir häufig zur Verfügung stellen, ist ein Rikscha-Taxi, dass sie Geld verdienen und ihr eigenes Einkommen erwirtschaften. Oder wir machen medizinische Versorgung, Schulgeld finanzieren für die Kinder, dass sie in die Schule können, oder machen Traumabewältigung. Wir laden euch herzlich ein, Teil dieses Projekts zu sein. Alles Wichtige und viele Erfolgsstories haben wir hier für euch zusammengetragen. In den letzten Jahren haben wir schon über 80 Familien befreien. Und es sollen noch viel mehr werden. Und nachher, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, wenn ich die Familien wieder besuche, zu sehen, was das mit denen macht, die Freiheit, was das plötzlich für Menschen sind. Du erlebst in ihren Augen die zurückgewonnene, geschenkte Würde. Und ich finde, darum lohnt es sich, jede Familie, die wir befreien können, weil du siehst, was das mit einem Menschen macht, wenn man die Freiheit überkommt. Lasst uns zusammen Mauern einreissen.